Ich grüße dich in meinem Atelier. Die Vorbereitungen sind soweit abgeschlossen. Es kann jetzt losgehen. Ich lade dich also ein. Mach es dir gemütlich. Nimm dir ein schönes Getränk und schaue mir eine Weile zu und lass dich natürlich inspirieren. Das ist meine Inspiration, dieses Papier. Ich wollte etwas in dieser Farbe machen und das ist also der Beginn. Und das Papier habe ich in Streifen gerissen und jetzt wird das mit dem Kleister auf meine Leinwand geklebt. Und das ist ein Mixed-Media-Bild und das nächste, was ich in mein Bild mit hineinarbeite, ist diese alte Zeitung. Dieses Seidenpapier habe ich auch auf mein Bild geklebt und dann Acrylbinder mit pinken Farbe gemischt und das über das Bild verteilt, um die Oberfläche zu versickern. Und da ist ja wieder der Moment, wo ich überlege, okay, jetzt habe ich da eine Collage erstellt und wie geht es weiter? Ich setze mich jetzt in meinen wunderschönen Sessel, gucke mir das an und überlege, was will ich jetzt? Was mache ich als nächstes? Das ist Aquarellkreide. Ich male ein bisschen rum und gebe dem Ganzen eine Kontur. Das ist auch Aquarellkreide, diesmal in einer anderen Farbe.
Das war eine neue Idee, mit Schablone zu arbeiten. Ich habe allerdings zu viel Farbe genommen und dadurch sind diese Laufspuren entstanden, die ich nicht haben wollte. Und deswegen habe ich sie mit dem Küchenpapier weggetupft. Diesen türkisen Ton habe ich mir selbst gemischt und fand ihn so toll, dass ich gleich den kompletten Hintergrund damit machen wollte. Aber dann habe ich gemerkt, nein, das gefällt mir so nicht, das ist viel zu viel. Und dann habe ich die Hälfte wieder entfernt und mit zartem rosanem Farbton kombiniert. Und dann war ich glücklich. Und da ist jemand sichtbar und diese Person bekommt jetzt von mir ein Gesicht. Und hier an dieser Stelle habe ich viel zu viel rumgeschmiert. Das hat mir hinterher nicht gefallen. Und dann habe ich habe das erstmal so gelassen, aber dann doch weggewischt, bevor die Farbe trocken wird, weil darunter war die Zeitung und ich wollte, dass diese Zeitung sichtbar bleibt.
Ihr Lieben, ich bin fertig. Ich bin so happy über dieses Thema, das da zu mir gekommen ist. Das hier ist der Sprung ins kalte Wasser. Und zwar ist diese Person, sie springt ins kalte Wasser mit geschlossenen Augen. Das bedeutet, dass sie in vollstes Vertrauen geht, ungeachtet der Einflüsse, der äußeren Einflüsse. Da ist sogar jemand, der richtig die Zähne zeigt und versucht, sie daran zu hindern, zurückzuhalten, aber sie achtet nicht mehr darauf und vertraut an sich selbst, ist mutig und macht diesen ersten Sprung ins Ungewisse. Ja, das ist die Botschaft. Ich finde sie sehr stark. So gebe ich sie an dich weiter und wünsche dir eine wundervolle Woche, viel Inspiration, viel Beschäftigung mit Kunst, mit dir selbst. Widme dir Zeit, nehme dir diese Zeit, um kreativ zu sein. Wir sehen uns nächste Woche höchstwahrscheinlich nicht, weil ich nächste Woche sehr viele Termine habe. Ich werde kein Video produzieren können, aber wir sehen uns die Woche darauf. Ich hoffe, du läufst nicht weg. Ich hoffe, dass du trotzdem hier bleibst, meinen Kanal abonnierst, wenn du hier neu bist und mir ein Like hinterlässt, wenn du natürlich dieses Video gut findest. Ich würde mich darauf freuen. Ich stecke da sehr viel Herzblut und Energie und Liebe. Und ich hoffe sehr, dass diese Liebe auch hier über diese Kamera hinweg schwappt und dich erreicht. Alles Liebe für dich und bis bald. Danke, dass du hier bist.